Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich habe keine Ahnung, was ich kaufen soll. Leider zu teuer. Oh mein Gott. War nix. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Kein Sommer, Herbst. Ich brauche Herbst. Ich hatte noch eine Idee gerade. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute bin ich mit meiner Folge für Book Shopping Queen dran. Was Book Shopping Queen ist, muss ich, glaube ich, an diesem Punkt nicht mehr erklären, oder? Ich glaube, ihr wisst alle Bescheid, worum es geht. Wir haben ein bestimmtes Thema zur Vorgabe, wir haben ein bestimmtes Budget und einen bestimmten Zeitraum. Und da müssen wir für jemand anderen shoppen gehen. Das Thema dieser Staffel ist Herbst. Ein Thema, mit dem ich mich sehr gut anfreunden kann, denn ich liebe den Herbst. Und ich habe für Christine vom Kanal Christinchen geshoppt. Was ich alles eingekauft habe, seht ihr gleich. Ich fasse noch mal ganz kurz die Aufgaben zusammen. 5 Sachen müssen wir einkaufen, und zwar ein Buch, das im Herbst gelesen werden sollte, ein Goodie passend zum Buch, ein Goodie, das zum Herbst passt, ein Goodie, das Herbstfarben beinhaltet oder nach Herbst riecht oder schmeckt und etwas, für das die Region, aus der man kommt, bekannt ist. Es war nicht so leicht, kann ich euch direkt mal sagen. Aber wie genau es mir beim Shoppen ergangen ist, seht ihr jetzt. Und im Anschluss daran seht ihr, wie Christine mein Paket auspackt. Und da seht ihr dann auch, was letztendlich alles da drin war. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Alle anderen Videos zu dieser Book Shopping Queen Staffel sind übrigens in der Infobox. Deswegen schaut da unbedingt vorbei. So, ich bin fertig gemacht. Ich gehe jetzt los in die Innenstadt. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich habe keine Ahnung, was ich kaufen soll, aber ich habe eine Idee, in welche Läden ich gehe. Ich habe 5 Dinge auf meiner Einkaufsliste, die ich einkaufen muss. Ich habe 3 Stunden Zeit und ich habe 30 Euro zur Verfügung. Und ich habe natürlich vorher schon mal so ein bisschen geguckt auf Christines Kanal und was sie gerne mag, was sie gerne liest. Ich habe sie auch gefragt, so was bei ihr so gar nicht geht. Und deswegen schauen wir mal, was ich so finde. Ich weiß, in welche Läden ich gehe. Ich werde in die große Meiersche gehen, am Neumarkt in Köln. Da ist nämlich auch ein TK Maxx direkt nebenan. Und ich glaube, dass ich da nämlich ein paar ganz schöne Goodies zum Thema Herbst finden kann. Beziehungsweise hoffe ich es. Sonst, in der Meierschen ist nämlich auch immer eine Abteilung mit Sachen aus Köln. Da kann ich dann das regionale Goodie finden. Ich bin sehr gespannt und sehr aufgeregt. Los geht's! Das Buch nicht perfekt ist. Leider zu teuer mit 22 Euro. Schade. Okay, ich habe noch mal einen kurzen Abstecher in die Jugendbuchabteilung gemacht, aber ich glaube, ich habe mich entschieden. Wie perfekt ist das bitte? Wow, ich würde sofort nehmen, aber 10 Euro, leider zu teuer. Das ist mein komplettes Budget, das ich noch für 2 Goodies habe. Ich habe noch mehr gefunden. Oh mein Gott. Bitte sei nicht teuer, bitte sei nicht teuer, bitte sei nicht teuer. So teuer. Oh Gott. Okay. Nope. Ich möchte weinen. Alle zu teuer. Ja, hier stehen noch so ein paar Herbstkerzen. Oh Gott.
sind leider alle so... Oh mein Gott. Die Rae Dunn. Das sind so schöne Sachen. Ich hatte gehofft, dass ich was von Rae Dunn finde. Was kostet das? Scheiße. 12,99. Okay, also Folgendes. Ich habe noch mehr als genug Zeit, aber ich habe fast kein Geld mehr. Das ist mein Problem. Ich habe noch 10 Euro zur Verfügung, um ein herbstliches Goodie und um etwas, das nach Herbst riecht oder schmeckt, zu finden. Ja, ich war gerade bei TK Maxx. Da waren die Kerzen leider alle viel zu teuer. Danach war ich bei Depot, wo es auch sehr schöne Sachen gab, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, vielleicht finde ich doch noch was anderes. Und mir ist noch eingefallen, Maison du Monde. Da gehe ich jetzt mal hin, beziehungsweise ich fahre jetzt dahin mit dem Fahrrad. Und die haben nämlich immer auch sehr schöne Tassen. Und ich möchte halt so eine richtig schöne herbstliche Tasse. Und dann finde ich da hoffentlich eine. Mal gucken, die so richtig schön herbstlich ist. Die haben nämlich auch immer sehr, sehr schöne Tassen in der Weihnachtszeit, die so richtig schön weihnachtlich sind. Und dann gucke ich, wenn ich eine schöne Tasse finde, die jetzt unter 10 Euro ist, gucke ich, ob ich noch einen leckeren Tee oder so einen Herbsttee bei Rewe oder DM oder so finde. Oder eine heiße Schokolade oder so, je nachdem. Aber wir fahren jetzt erstmal weiter. So, ich bin zufällig hier vorbeigekommen und guck mal da rein. Das ist doch mal richtig schön herbstlich. Da gehen wir jetzt gucken. War nix. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Okay, wir gehen zur Maison du Monde. Hoffentlich werde ich dafür nicht. Okay, nein, das passt nicht. Kein Sommer. Herbst. Ich brauche Herbst. Ja, Budget passt. Ist die so herbstlich? Die ist herbstlich. Oder? Und die Füchse? 3,59. Okay, das geht jetzt aber eher in die Richtung Winter, ne? Das ist auch ein bisschen... Ist ihr vielleicht auch zu kitschig, oder? Ah, guck mal hier. Das ist ja wohl Herbst, oder? Oder, guck mal das hier. Was kostet die? Ne, die ist zu teuer. 8 Euro. Die ist auch sehr schön. Was sagt die Zeit? Ich habe noch 1,5 Stunden. Okay, also ich hatte noch eine Idee gerade. Wet. Okay, das war meine Idee. Just Spices. Ich habe nämlich gesehen, es gibt ein Pumpkin Pie Gewürz oder so. Oder Pumpkin Spice. Aber das gibt es hier nicht. Ich bin bei Kaufhof in der Lebensmittelabteilung. Aber... Oder das hier. Ich glaube, das ist eine Würzmischung für Kakao. Was ist denn da drin? Vanille. Oder... Ich habe nämlich gerade noch was anderes gefunden, was für mich der ultimative Herbstgeschmack ist. Ist nämlich das hier, der Chai Latte von Krüger mit Vanillezimt. Der schmeckt für mich so extrem nach Herbst, dass ich mir den auch immer im Herbst kaufe. Passt ins Budget. Meine Alternative dazu war das hier, das ich eben hier in Kaufhof gefunden habe. Okay, nehme ich jetzt was, das nach Herbst riecht oder etwas, das nach Herbst schmeckt. Ja, ich bin hin und her gerissen. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Fertig. Ha! Wieder zu Hause. Ich bin ein bisschen durchgeschwitzt. Mir ist ganz schön warm geworden zwischendurch, obwohl es jetzt aktuell draußen wirklich sehr, sehr herbstlich ist. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe die Zeit hingekriegt. Ich hatte ja noch ordentlich Zeit über, habt ihr ja gesehen. Und ich bin im Budget geblieben. Also mir hat zwischendurch wirklich das Budget echte Schwierigkeiten gemacht, weil ich dann nur noch die 10 Euro hatte, um noch 2 Sachen zu kaufen.
Aber es hat ja letztendlich hingehauen. Ich hoffe, Christine freut sich und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Unpacking, das jetzt folgt. Ich habe Post gekriegt und bin ziemlich aufgeregt. Und ja, hier ist mein Book Shopping Queen Paket von der lieben Pia. Und ja, liebe Pia, ich bin super gespannt, was du da reingepackt hast und bin ja, total aufgeregt. Erstens, welches Buch ist drin? Wie hast du die Aufgaben gemeistert? Denn ich habe schon festgestellt, also 30 € Budget, das ist nichts. Das ist nichts, wenn man 5 Aufgaben zu lösen hat, wovon eben ja eins das Buch ist. Und das Buch muss ja auch neu sein, weil wir das ja im Laden gekauft haben. Und deswegen bin ich sehr gespannt. So sieht das Ganze erstmal aus. Dann machen wir mal hier das Füllmaterial raus. Und liebe Pia, du hast es schon wunderbar eingepackt. Kann es auch sein, dass du mich schon mal bewichtelt hast beim Weihnachtswichteln? Weil mir der Einpackstil so bekannt vorkommt mit diesen wunderbaren Schleifchen. Und genau, also wir haben hier ganz verschiedene Pakete. Und ich fange erstmal mit dieser tollen Karte an. Ich liebe ja Pippi Langstrumpf und das wird auch hier irgendwo in meinem Dekoregal, Buchregal Platz finden, auf jeden Fall. Liebe Christine, ich hoffe, du hast mit diesem Paket genauso viel Spaß, wie ich beim Shoppen hatte. Auch wenn mir das Budget nicht leicht gemacht hat. Aber vielleicht versetzt dich der Inhalt ein wenig in Herbststimmung. Liebe Grüße, Pia. Ja, Dankeschön. Und ich finde die Karte schon mal toll. Und wir hatten ja die Aufgaben, also ein herbstliches Buch, ein Lesezeichen, meine ich, oder ein Goodie für das zum Buch passt, etwas, das zum Herbst passt, etwas Regionales. Und etwas, das nach Herbst schmeckt oder riecht, glaube ich. Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Ich fange mal mit dem kleinsten an. Ich arbeite mich mal hier vor. Und das fühlt sich so ein bisschen an wie eine Süßigkeit. Ich packe das ein bisschen vorsichtig aus, weil ich finde, dass man das Nom Nom aus Köln, da steht es auch drauf, weil ich finde, gerade so Packpapier kann man ja wunderbar nochmal verwenden für andere Geschenke oder überhaupt Geschenkpapier. Früher habe ich immer alles blind aufgerissen, aber wenn das so ein bisschen stabiler ist, dann verwende ich das gerne nochmal. Und hier haben wir eine Vollmilchschokolade und ja, ein süßes Souvenir und finde ich total toll. Schokolade geht immer. Und ja, freut mich. Ich selber werde die nicht essen, weil ich mich vegan ernähre und es ja voll Milchschokolade ist. Das macht aber gar nichts, weil die Familie ist überhaupt nicht vegan. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ich die meinen Lieben weiter verschenken darf. Aber ich denke, das geht klar. Genau. Man muss ja auch nicht immer alles für sich selbst behalten. So, dann, das ist sehr, sehr spannend. Was könnte das sein? Das könnte eine Tasse sein. Also wenn das eine Tasse ist, dann ist das richtig toll, weil Tassen gehen natürlich immer. Das ist auch schon so verpackt, wie so rund verpackt. Und es ist noch zusätzlich nochmal, damit es wahrscheinlich nicht zerbricht. Ich gehe wirklich davon aus, dass es eine Tasse ist und jetzt bin ich super gespannt. Ja, natürlich. Und, also nicht natürlich, aber ich freue mich riesig. Oh, ist die schön. Die ist wirklich schön. Oh, schaut mal, wie schön die aussieht. Und die ist richtig groß. Und da passt eine richtig ordentliche Portion Tee oder Kaffee rein. Und ich mag diese Farben. Ich mag sowieso immer so florale Designs. Und die ist so braun. Mein Mann wird mich lieben, weil der sagt immer, wohin mit all dem Nippes, weil wir haben schon einige Tassen. Ich habe auch schon einige ausmisten müssen, weil wir keinen Platz mehr hatten. Aber ich tausche dann gerne eine andere Tasse gegen diese ein, weil ich die wirklich sehr, sehr schön finde. Und das ist nicht nur so dahergesagt. Gefällt mir richtig gut. Vielen Dank. Ja, dann geht es weiter mit, das haben wir schon ausgepackt. Das tue ich mal raus. Dieses hier und das fühlt sich an, also jetzt haben wir was Regionales, etwas, was zum Herbst passt und das ist bestimmt nochmal etwas Süßes oder vielleicht ein Tee oder Kaffee. Ich habe auch gemeint, dass ich Kaffee mag,
Also wir haben uns nochmal ganz kurz unterhalten, damit wir uns keinen Quatsch schicken. So, jetzt bin ich ganz gespannt. Und ja, es ist etwas Süßes, nehme ich an. Kekse vielleicht? Nein, das ist tatsächlich... Oh, du bist toll. Es ist Chai Latte. Und Chai Latte geht immer. Ich bin mega Fan von Chai Latte. Ich weiß gar nicht, ist der... da ist bestimmt... Ist der vegan? Nee, da ist Milch tatsächlich drin. Schade, schade, schade. Weil ich liebe nämlich Chai Latte sehr. Aber der kommt hier auch auf jeden Fall weg. Ist gar kein Problem. Also damit hast du wirklich eigentlich alles richtig gemacht, weil es total zum Herbst passt. Und ja, vielen Dank. Es ist aber auch nicht leicht, ne? Das Budget und dann auch noch auf die doofen Veganer achten. Jetzt habe ich hier das Buch vermutlich. Und das ist ein Taschenbuch. Und ich werde erstmal das Goodie, das zum Buch passt, auspacken. Und also du hast es wirklich richtig toll gelöst. Ich bin immer noch ganz verliebt in die Tasse vor allem. Und wie gesagt, mit den anderen Dingen wird meine Familie auf jeden Fall sehr, sehr glücklich sein. Ich teile auch so unglaublich gerne. Selbst wenn es vegan gewesen wäre. So würde ich es auch teilen. Das ist bestimmt ein Lesezeichen. Weil, was soll auch sonst... Oh, das ist auch schön. Das habe ich auch gesehen und habe mir noch gedacht, das ist ein Lesezeichen, das würde ich mir selber kaufen. Aber ich kaufe mir eigentlich selten ein Lesezeichen, weil ich schon so viele habe. Oh, das ist voll schön. Das gefällt mir echt richtig gut. Schon mal die Verpackung schon allein. Und das werde ich auch direkt verwenden, weil das so schön aussieht. Und das ist natürlich toll, das ist richtig toll, ne? Also das ist ein Buchstapel. Ich wollte mir auch schon mal sowas Ähnliches tätowieren lassen. Ich bin allerdings ein bisschen faul geworden, was Tattoos betrifft. Und ja, das ist so aus Metall und das ist echt richtig toll. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also du hast richtig Geschmack, liebe Pia. Also wirklich, und das passt auch alles so zusammen, weil die Kölner Schokolade, die ist so blau, dann dieses Chai Latte ist so blau und dann passt aber jetzt, das passt auch irgendwie so, weil dieser Henkel, der hat auch so einen blau-grauen Farbton und dann dieses Bändchen ist natürlich auch blau und es passt alles so wunderschön zusammen. Das ist richtig toll, das ist voll durchdacht. Also, das ist so ein Farbspiel, was so zusammenpasst. So, und dann die Schnur. Gut, dass du das mit Schleifchen gemacht hast und nicht so kompliziert verknotet hast. So. Read me. Ich glaube, du machst bestimmt auch viel so mit Bullet Journaling und sowas. Das sehe ich nämlich schon, weil wenn man nämlich hier schon stempelt, dann ist das meistens so ein Zeichen dafür. Auch wenn man so schönes Geschenkpapier verwendet. Und yay, das kenne ich noch nicht. Das ist mir noch nicht einmal bei Booktube begegnet und das ist richtig toll. Ein True Crime Memoir, The Nothing Man. Sehr cool. Und zwar 2 Geschichten, ein Mörder, keine Gnade. The Nothing Man. Ein Thriller von Catherine und Ryan Howard. Und das klingt richtig toll. Und ein Thriller passt ja eh immer zum Herbst, ne? So beginnt, also ich war das Mädchen, das den Nothing Man überlebte. Und jetzt bin ich die Frau, die ihn fassen wird. Das klingt schon spannend. So beginnt das True Crime Memoir The Nothing Man, das Eve Black über die verzweifelte Suche nach dem Mann geschrieben hat, der vor nahezu 20 Jahren ihre gesamte Familie tötete. Dem Mann, der nie Spuren hinterließ. Supermarktwachmann Jim Doyle hat den Bestseller auch und je mehr er liest, desto größer wird seine Wut. Denn er ist der Nothing Man. Seite um Seite wird ihm bewusst, wie gefährlich nah Eve der Wahrheit kommt. Er weiß, dass sie nicht aufgeben wird, bis sie ihn gefunden hat. Er hat keine Wahl, bevor sie sein Leben zerstört, muss er das vollenden, was ihm 20 Jahre zuvor nicht gelungen ist. Eve töten. Also sorry, aber das klingt so spannend. Da ist sogar noch ein Payback-Punkte-Goodie drin. Das klingt richtig spannend. Und ich bin richtig gespannt, worum es da geht. Ich sehe gerade die Kapitel, die sind auch so im Wechsel aus der Sicht von Eve und aus der Sicht von Catherine Ryan Howard geschrieben. Ach,
das ist tatsächlich eine True Crime Geschichte. Weil hier steht ja The Nothing Man von Catherine Ryan Howard. Und hier innen sind eben auch einige Kapitel, das sieht man hier oben. Ja, also von der Autorin dann quasi geschrieben. Also für mich hat sich das jetzt erst gelesen, als wäre es eine True Crime Geschichte, dann wieder als wäre es fiktiv, aber als True Crime Geschichte konzipiert. Und jetzt habe ich trotzdem wieder das Gefühl, als wäre es so eine Geschichte nach einer wahren Begebenheit. Deswegen bin ich sehr gespannt. Gibt es hier ein Vorwort? Würde mich interessieren. Ja, aber ich meine, ich will jetzt hier im Unpacking nicht so unendlich lange über die Geschichte erzählen. Ihr werdet es spätestens im Lesemonat erfahren, denn ich denke, dass ich das Buch sehr bald lesen werde, weil ich habe davon noch gar nichts gehört und ich finde es auch ab und zu mal ganz entspannend, sich mal eine Geschichte, von der man noch nichts weiß, hineinfallen zu lassen und ich finde, das klingt richtig gut. Also, ich halte euch nochmal die Goodies hier in die Kamera. Ich meine, das ist wirklich das Buch voll ins Schwarze getroffen. Das Lesezeichen, ich liebe es. Die Tasse, ganz große Liebe. Und auch diese zwei Dinge passen total zum Motto. Wie gesagt, werde ich weiter verschenken, ist aber auch kein Problem. Ich habe dir das aber auch, glaube ich, nicht gesagt. Von daher und außerdem ist es völlig okay und hat alles perfekt zum Motto gepasst. Vielen, vielen lieben Dank. Du hast mich richtig, richtig toll beshoppt. Und ich bin ganz gespannt auf die anderen Pakete und auch auf deins, liebe Pia. Tschüss!